Hi. Hallo. Julia. Izzy, hi. Hallo, willkommen in eurer WG-Küche. Die könnt ihr jetzt einrichten. Ihr seht die Kartons vor euch. Schnappt euch die Kartons, packt sie aus und unterhaltet euch gern dabei. Dass ich lesbisch bin, weiß ich, seitdem ich 16 bin. Gemerkt habe ich das damals schon mit 15. Ich bin gegen Homosexualität aus dem einfachen Grund, dass Gott uns geschaffen hat als Mann und Frau. Also kochen werde ich schon mal heute Abend nicht. Ich bin auch schrecklich im Kochen. Also ich kann es nicht nachvollziehen, dass Leute immer noch dieses Rollenbild haben. Es muss immer Mann und Frau sein. Weil ich an Gott glaube und er gesagt hat, wie es sein soll, weil er den Plan vorgibt, weil er sagt, wie er sich uns gedacht hat, weil er der Schöpfer ist, bin ich gegen Homosexualität. Sehr bunt wird die Küche. Huh? Sehr bunt wird die Küche. Ja, umso bunter, umso besser, würde ich sagen. Ich hätte sie so nicht eingerichtet, weil ich es eher minimalistisch mag und sehe, dass hier definitiv etwas zu bunt ist, aber gut. Viele Leute, die ich persönlich getroffen habe, die mir sowas sagen, sind dann gehen dann auch zurück auf diese Religionssache, Bibel und damals war das ja alles noch sehr kirchlich mit der Ehe. Ich würde das Verlangen zum gleichen Geschlecht nicht als Sünde bezeichnen, aber das Ausleben dessen. Eigentlich, also man kann ja nicht viel machen, weil die Männer feststehen, aber du musst immer gucken, dass deine Abwehrspieler gut positioniert sind. Das heißt, dass der Ball Schwierigkeiten hat, durchzukommen. Okay. Du stellst ihn praktisch so gut wie immer so hin, weil dann kann er schon mal hier schlecht rein, von der Seite schon. Okay, also so. Oh, sehr gut. Ja, meine Tipps wirken. Ja, auf jeden Fall. Oh nein. Teilweise wurde man dann auf der Straße angesprochen, was das denn soll, wie eklig das doch ist und könnte man ja nicht machen und wurde dort dann auch hin und her geschubst oder mal geschlagen. Ich mag es nicht, wenn man unordentlich ist, vor allem auch nicht in Bad und Küche, wo irgendwie... Oh Jesus. Sehr gut. Und Nichtraucher. Genau, das auch. Und ich bin ein sehr geselliger Mensch und ich mag es nicht, wenn Leute so sehr zurückgezogen leben und die Tür zumachen und dann für sich leben. Also ich würde Homosexualität sehen wie eine andere Krankheit. Vielleicht keine körperliche, sondern eher eine psychische. Eine Störung in der Wahrnehmung oder eine Störung in dem, wie man sich selber sieht. Ich gucke sehr gerne Krimis. Oh, ich hasse Krimis. Oh ja, okay, gut. Dann wird das vielleicht nichts mit einem gemeinsamen Filmabend. Ja, es gibt ja noch was anderes außer Krimis, oder? Ja, genau. Aber das mag ich schon sehr, sehr gerne. Und ich gucke auch gerne mal Abendprogramm. Also ich tapp auch mal durch die Gegend. Ja. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Fernsehen geguckt habe. Echt? Ja. Doch. Also ich bin echt so ein Computermensch. Dass ich lesbisch bin, weiß ich. Oh Gott, 16 bin. Gemerkt habe ich das damals schon mit 15. Ich bin gegen Homosexualität aus dem einfachen Grund, dass Gott uns geschaffen hat als Mann und Frau. Ich kann es nicht nachvollziehen, dass Leute immer noch dieses Rollenbild haben. Ich dachte es mir schon. Ja. Es muss immer... Weil er der Schöpfer ist, bin ich gegen Homosexualität. Gehen dann auch zurück auf diese Religionssache, Bibel und damals war das ja alles noch sehr kirchlich mit der Ehe. Ich würde das Verlangen zum gleichen Geschlecht nicht als Sünde bezeichnen, aber das Ausleben dessen. Teilweise wurde man dann auf der Straße angesprochen, was das denn soll, wie eklig das doch ist. Und ich würde Homosexualität sehen wie eine andere Krankheit. Vielleicht keine körperliche, sondern eher eine psychische. Eine Störung in der Wahrnehmung oder eine Störung in dem, wie man sich selber sieht. Ja, krass. Ich dachte es mir schon, dass das so kommt. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass es dazu kommt. Ja. Als erstes schon mal ganz klargestellt, ich habe nichts gegen Homosexuelle. Ich habe etwas dagegen, gegen das Ausleben dessen. Aber ich begegne jeden, der so ist, mit Nächstenliebe und auch dich. Also es ist jetzt überhaupt nicht, dass ich denke, ach du Schande, nehmt mich aus diesem Set hier raus oder was auch immer. Aber wie ich halt auch argumentiert habe, bin ich halt gegen das Ausleben dessen. Aber was ist das Problem daran, dieses Ausleben? Also wenn ich zu Hause mit meiner Freundin auf der Couch liege und was stört dich daran? Was bringt dich dazu zu sagen, dass es nicht okay ist, das auszuleben? Ich bin dagegen einfach. So kann man das gleich eigentlich sagen, weil Gott dagegen ist und ich mich auf ihn berufe und ich an ihn glaube und er halt einfach sagt, so waren wir Menschen nicht gedacht. Ich persönlich glaube jetzt nicht an Gott zum Beispiel. Ja, ne? ja. Und, aber wenn mir jetzt jemand begegnet wie du und sagst, mir ist das wichtig, der Glaube, und dann kann ich das auch gut nachvollziehen. Aber was ich nicht nachvollziehen kann, ist ich möchte andere, ich würde nicht sagen erziehen, aber ich möchte anderen sagen so, hey, das ist nicht richtig, das ist nicht normal. Weil ich sag dir ja auch nicht so, für mich ist es
keine Vorstellung, also ich könnte mir nicht vorstellen, dass es Gott gibt und ich wurde auch nicht so erzogen. Das sage ich dir ja auch nicht den ganzen Tag Nein. so, ne? Weißt du, ich meine? Und dieses Leben und Leben lassen. Ich lasse dir deinen Glauben. Genau. Und warum lässt du mir nicht meine Freiheit, was das Sexualitätsleben ausleben geht? Grundsätzlich muss man sagen, also die Bibel spricht ja von einem Sündenfall. Ich weiß nicht, ob Adam und Eva, ob das so der geläufige Begriff ist. Und dass sie sich halt gegen Gott stellten und damit Sünde in die Welt kam. Das ist sehr biblisch ausgesprochen. Ja, klar. Aber ich glaube, damit kann man was anfangen. Und weil immer da, wo der Mensch nach Gott fragt, da hat Gott ganz klar Mann, Frau, Ehe, Familie und so weiter. Und da, wo aber der Mensch sich von Gott lossagt, was damals beim Sündenfall der Fall war, dann wird der Mensch orientierungslos und dann macht er das, wonach ihm ist. Also für mich klingt das gerade so, dass ich mich ändern könnte. Dass du jetzt sagst, dass wenn ich so einen Glauben finde, dass ich dann sozusagen hetero werden könnte. So ungefähr wahrscheinlich schon. Ich kenne durchaus, also nicht persönlich Menschen, aber Erfahrungsberichte, die ganz klar sagten, dass sie sich auch zum gleichen Geschlecht fühlten, es aber nicht als richtig ansahen, einfach weil es nicht ihre bestimmte Rolle war, sondern dass es verdreht war in ihren Gefühlen oder ihren Zuneigungen und sie sich dazu entschieden haben, ich werde es nicht ausleben. Genauso wie ein Alkoholiker. Ein Leben, das möchte doch keiner führen. Also das ist, als wenn ich dir jetzt sage, so, führ doch bitte eine Ehe mit einer Frau. Da würdest du doch auch nicht glücklich werden, oder? Nee. Und man will doch eigentlich nur glücklich werden im Leben. Und wenn es halt der Weg ist, mit einer Frau glücklich zu werden als Frau, dann was spricht denn dagegen? Das ist halt so für mich irgendwie was komplett Natürliches. Ja, und wenn man mal diesen ganzen... Ich glaube halt einfach nicht an Adam und Eva. Wenn das alles so entstanden ist, für mich ist es einfach eine Sache, die passiert. Das ist einfach in unserem Kopf eine chemische Reaktion. Ich verliebe mich in jemanden oder so, dann ist mir das egal, was das für ein Geschlecht ist. Und ich glaube, es war eine großbritannische Studie. 70% der Frauen in Großbritannien haben gesagt, sie haben sich schon mal zum gleichen Geschlecht hingezogen gefühlt. Und für mich ist das dann so, was spricht denn dagegen? Ne? Also für mich, wenn man jetzt diese komplette Gott-Sache wegnimmt, dann ist es für mich einfach, sollte es so werden, dass es für alle in Ordnung ist. Ich möchte niemandem auch sagen, so probier doch mal oder mach doch mal. Jeder kann leben, wie er möchte. Und mein großes Motto ist leben und leben lassen. Ne? Ein Alkoholiker, der hat auch eine Sehnsucht jetzt im weitesten Sinne nach Alkohol. Und er entscheidet sich aber zum Beispiel trotzdem dagegen, nein, ich will kein Alkoholiker sein. Und ich sage nein zum Alkohol, obwohl ich mich glücklich macht und ich es auch in dem Moment brauche und will, aber er sagt nein dazu. Und ich kann nicht sagen, dass ein Alkoholiker unglücklich wäre, nur weil er kein Alkohol trinkt. Also, Alkohol ist halt was ganz anderes. Ne? Also man verliebt sich ja nicht in die Bierflasche, das tut ja keiner so. Aber es ist einfach ein Beispiel dafür, dass... Ja, es war das erste Mal, dass ich wirklich mit jemandem darüber reden konnte. Es war immer nur so, immer diese kurzen Gespräche, so okay, hab gemerkt, ist nicht das Thema und dann wurde immer weiter geredet und dann schnell das Thema gewechselt. Und jetzt gerade war man ja sozusagen dazu gezwungen, darüber zu reden schon, ja.